Ja, wir befinden uns wieder in Essen, der schönsten Stadt der Welt. Und am altbekannten Parcourspark sind wir wieder unterwegs. Ja, wir haben entspannte 4 Grad Außentemperatur heute. Und deswegen machen wir uns jetzt schön muckelig hier. Oh nee. Wenn er noch angeht. Oh nee, was ist so dramatisch hier? Grippesaison. Wahnsinn. Digga, ich bin krank. Ich finde das so geil, ey. Nix, mach das, lass das zu. Oh nee, langsam Ich weiß nicht mal, wo das Ding ist. Film das mal von draußen, das ist doch bestimmt ganz schön, ey. Ich sehe nicht, wo ist die Kamera? Alter, ey, das sieht aus echt original wie bei Breaking Bad, oder was? Oh, das ist so Wahnsinn hier. Hotbox rein da. Leute, bevor wir jetzt hier in die neue Vlog-Saison starten, müssen wir uns erstmal einen gescheiten Haarschnitt verpassen. In diesem Sinne, auf geht's, Ette. Ich hab den Rasierer in der Hand. Let's go. Angeblich sind wir fertig, das heißt, wir gehen rein in den ersten Bauabschnitt. Oh, wow. Feinschliff, weißt du? Schleif du mal. Feinschliff erfolgreich vonstatten gegangen. Jetzt fangen wir an, hier am Parcourspark mal wieder ein bisschen weiter zu malochen. Ich würde sagen, wir geben euch erstmal einen kleinen Zwischenstand, wie das hier mittlerweile eigentlich aussieht. In diesem Sinne rein da. So wie ihr gesehen habt, hat sich in der letzten Zeit doch einiges noch hier getan. Ja, wie die Aufgabenverteilung ist, das zeigen wir jetzt. Also Jan ist jetzt fleißig an der Flexi zugange. Yeah! Der Typ sieht aus, als hätte er so eine Gasmaske aus dem Zweiten Weltkrieg auf. So, ich habe mich nochmal dem Stil entsprechend hier angezogen. Jasper und meine Aufgabe ist jetzt, dass wir das dritte Plateau bauen. Ihr seht 1, 2, 3 Plateaus. Zurzeit haben wir gerade nur 1, 2. Und wo kommt der dritte hin? Das dritte kommt hier hin. Einmal hier um die Mauer rum. Genau, und dafür setzen wir jetzt ein paar Randsteine. Die Randsteine müssen natürlich in ein Fundament rein. Und dafür müssen wir hier nochmal ein kleines bisschen was ausbuddeln und dann machen wir das. Alter, kann der Typ mal die Fresse halten? Wenn ihr wissen wollt, was ich hier mit der Flex so weggeflext habe, ich zeig's euch. So. Butterweiche Kanten hier. Nix Kanten. Kanten existieren nicht mehr. Nur noch hier. Kanten sind abgeschliffen. Der Bart hat gut gehalten. Jetzt geht es gleich rein in den zweiten Bauabschnitt und dafür geben wir da auch eine zweite neue Frisur. So, nach ich glaube dem weirdesten Edit auf unserem Kanal geht es weiter mit dem nächsten Bauabschnitt. Ette und ich planen hier gerade die Abmessungen des obersten Plateaus und dafür fehlen uns gerade ein paar Stangen. Hier so Eisenstangen, die kloppen wir immer in den Boden rein und deswegen flexen wir die jetzt. Let's go! Ist einfach ein Baustellenklassiker. Einer arbeitet, 2 machen Pause und für die Pause brauchst du auch natürlich immer einen leckeren Snack dabei. Richtig, wir haben nämlich hier Wild Food am Start. Bist du auf 5 Stunden satt. Das ist nämlich eine vollwertige Trinkmahlzeit. Genug Vitamine und Mineralstoffe auch drin. Einfach nur geil für den Bauch. 1A Ast rein, schmeckt überragend. Jasbeck? Wollt ihr noch ein paar Riegel? Ja. Mai und Fett. So, während Jasbeck über Kabel stolpert und uns schön das Essen fertig macht, saufen wir hier das ein oder andere Kaltgetränk noch. Ist nämlich tatsächlich eine Trinkmahlzeit, also kannst du auch quasi als Fressen bezeichnen. Und Jasbeck, ja, schnibbelt uns den einen oder anderen Riegel noch eben zurecht. Oh yes, come on. Ihr wisst, bei uns wird brüderlich geteilt, deswegen schnibbeln wir den jetzt in 3 Teile. Ette! Danke! Machen wir auch einen fertig. So, weil ich dich so mag, kriegst du das schöne Mittel. Wahnsinn. Was ist das für ein Geschmack? Haselnuss Schoko. Sehr, sehr geil. Kann man nur empfehlen.
Nee, Spaß beiseite, also ist wirklich lecker, vollwertige Mahlzeit, voll mit Vitamine, Mineralstoffe, kriegst du in vegan oder auch in normal, also nicht vegan, weißt du, also mit Milch und alles dabei und auch wirklich schön Handy, weißt du, wie im Englischen sagst, packst du dir einfach hier in deine Bauchtasche unten rein, hast es allzeit parat. In diesem Sinne weiter mit dem Bau. Wir sind hier wieder auf unserer Stätte angekommen und in 4 Stunden haben wir, glaube ich, mittlerweile 2 Stangen geflext, ein paar Nähte gespannt und ungefähr 3 Mauern abgeschliffen. In diesem Sinne erfolgreicher Vormittag und jetzt wollen wir mal wirklich in einen malochehaltigen Nachmittag reinstürzen. So Leute, ihr erinnert euch, vor 3 Monaten habe ich mir die Hüfte gebrochen. 3 Monate später stehe ich ohne Krücken hier, alle Flex dran und kann die Beine wieder bewegen wie ein Hampelmann. Kein Problem. 3 Monate, die wurden intensiv genutzt. Dreher 5 Wochen, eine Woche Österreich, intensives Workout. Und jetzt sind wir wieder back on track, bis wir die ersten Jumps hier machen können. Das wird noch eine Weile dauern, aber der erste Fortschritt ist auf jeden Fall schon mal Wahnsinn. Freue mich tierisch drüber. Und jetzt flexen wir weiter. Also, das fehlt ja noch was dann auch. Wir haben ja Schalungssteine hier für die ganzen Mauern genommen. Da die ja immer versetzt sind, mussten wir immer die in der Mitte durchschneiden. Das heißt natürlich bei den Enden von den Mauern, dass wir die irgendwie zugießen mussten. Dafür haben wir ja hier die Konstruktion gehabt mit der Schalung. Bei den letzten Bauabschnitt waren ein paar Anzugträger am Mann und meinten, der ganze Zement, der muss nicht so flüssig. Ja gut, aber dass das jetzt ja alles total am Bröseln ist, das wussten sie wahrscheinlich nicht. Da ist ja einmal mit Profis arbeiten hier. Auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich hier nochmal nachbessern, wahrscheinlich alles nochmal abklopfen und nochmal neu auffüllen. Und dann kann man das hoffentlich auch anständig abschneiden. Abschleifen. Die scheiß Anzugträger. Die haben da Sand dran geklebt. Ja, ne? ehrlich. Was hältst du so von Anzugträgern? Mit die Viecher. Und damit wieder rein ins Unterhemd. Wir sind back in Arbeitsmontur und jetzt geht's hier wirklich mal los mit der Maloche. Ja, das sehen wir gerne hier, Ette, schön, zack. Wieder eine Arbeitsmontur. Jetzt wird mal gut. Warte, ich hole uns so eben eine Heizung. Einen haben wir noch! Anzugträger sind keine Menschen! Anzugträger sind keine Menschen! Junge! Ist ja auch ein Spaß. Wir mögen alle Anzugträger und das ist eigentlich auch nur unsere Heizung, weil es ist verdammt kalt im Unterhemd hier. Ich sag doch, Heizung für zwischenbei. So, wir sind jetzt fertig mit den Schnürenspannen. Die Schnüre zeigen die Außenkante von dem oberen Plateau. An den Stellen müssen wir den Split noch mal ein bisschen wegmachen, auch noch mal den Schotter ein bisschen ausgraben, dass wir da die Betonfundamente machen können. So. Fusch am Bau hier, weißt du? Das ist halt die Scheiße von den Anzugträgern. Ja. Ich muss ja zugeben, eigentlich im Geiste bin ich auch ein Anzugträger, weil ich davon überhaupt keinen Plan habe. Deswegen ziehen wir wieder einfach mal gegen. Alter, ich krieg alles ab. Warte, eine Vorhand. Also der Tennisplatz ist eigentlich hier. Alter! Was machst du da? Was ist das hier? Ist das ein Hammer? Das ist ein Hammer. Seh ich doch mit meinem geschulten Auge. Nee, das kannst du als Meißel benutzen. Weißt du? Dann Oh sieht ja. das geschulte Auge sofort. Digga. Wollen wir mal wirklich in einen malochehaltigen Nachmittag reinstürzen. So, hier seht ihr einmal, das war der Beton, den wir gegossen haben. Das ist richtig schön. Und der hier ist halt der von den Anzugträgern. Total, hier überall Lufteinschlüsse. Ah total nee, ey, bröselig. da wird mir schlecht. Und auch alles feucht von innen. Oh nee, das auch noch. Das siehst du sofort. Naja, das ist Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt fahren wir mal ein paar schwere Geschütze auf. Mach du mal lieber mit Brille, oder? Ja, komm, gebrannt. Ne? Alter, Steinprä. Nee, Jan, Alter, ich will nicht dahinter stehen, wenn du haust. Dort, das ist übel schlau. Hey, du haust von der Seite und du einfach von der. Das ist idiotensicher, das klappt. Dann siehst du doch schon, dass da nichts passieren kann. Außerdem brauchen wir noch einen guten Titel. Ganz genau. Ja? Alter. Damit hätte man rechnen können.
Taucher. Wir haben mittlerweile nicht mehr Samstag, wir befinden uns nicht mehr auf der Baustelle, sondern wir haben mittlerweile Katersonntag. Wir befinden uns in Essens schönster Gegend, hier in Rüttenscheid. Richtig schöne Pennerstimmung hier, aber hier ist wirklich was Optimales, astrein, was ihr hier vor mir seht dann auch. Der altbekannte SN22. Ja, hat den Namen bekommen, weil da hier 22 Stufen sind. Ich glaube, da ist ein kleiner Einspieler für fertig. Komm! Leck mich, Junge! Essen 22, momentan und auch in naher Zukunft noch absolut nicht möglich. Aber tatsächlich eins meiner größten Achievements, würde ich sagen, damals für Hunting Drops. Könnt ihr hier oben oder hier oben, ich weiß es nicht, anklicken, um nochmal zu dem Video zu gelangen. Größtes Ziel von mir persönlich ist tatsächlich Lyon 25 zu Frontflippen. Aber ob das jemals nochmal gehen wird wegen der Hüfte und so, das steht noch in den Sternen. Aber jetzt gehen wir erstmal schön weiter zur nächsten Location in Rüttenscheid. So, jetzt waren wir vor langer Zeit, Anfang des Jahres, sind wir mal hier, als hier noch eine Baustelle war, runtergehechtet. Go. Alter! Geil. Wunderschöner Rückblick, ne? Das war's jetzt auch mit dem Video. Ich würde sagen, abonnieren nicht vergessen und damit geht's rein ins Outro. Rein ins Antro. Justin! Fast. Vom Altenheim. Da wo drin noch unsere Omas werden. Du bist so ekelhaft.